Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fahrschein nach Florida. Heute bin ich bei Sunken Gardens in St. Petersburg. Neulich habe ich ein neues deutsches Wort gelernt, Waldeinsamkeit. Es ist ein schönes Wort, das allerdings nicht direkt ins Englisch übersetzt. Das Duden-Wörterbuch definiert Waldeinsamkeit als die Abgeschiedenheit des Waldes. Auf Englisch würden wir sagen Woodland Solitude. In diesem Bereich der USA gibt es wirklich keine Wälder, wo man Waldeinsamkeit erleben kann. Trotzdem habe ich an Sunken Gardens gedacht, als ich dieses Wort erst gehört habe. Sunken Gardens ist eine botanische Sehenswürdigkeit im Herzen der Stadt. Grund für den Namen ist, dass die Gärten 3 Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Die Gärten enthalten derzeit über 500 Arten tropischer und subtropischer Pflanzen inmitten von Pools und Wasserfällen. Die Gartenatmosphäre hier ist sehr friedlich. Die Idee ist mir eingefallen, dass Sunken Gardens die perfekte Kulisse ist, eine mir oft gestellte Frage zu beantworten. Wie habe ich Deutsch gelernt? Lasst uns reingehen und ich werde euch erzählen. Also, wie habe ich Deutsch gelernt? Viele Zuschauer stellen mir diese Frage oder was Ähnliches. Sie fragen mich, hast du früher in Deutschland gelebt? Hast du eine deutsche Frau? Hast du deutsche Herkunft? Nein, nein und nur ein wenig. In Folge 18 habe ich ein wenig von meiner Schulzeit erwähnt. Ich bin zu einer Privatschule für Jungen gegangen. Die Schule heißt Boys Latin. Natürlich ist Lateinunterricht dort obligatorisch. Von der 8. bis zur 11. Klasse habe ich Latein gelernt und obwohl ich Latein gerne gelernt habe, habe ich mich auch dafür interessiert, eine moderne Fremdsprache zu lernen. In amerikanischen Schulen sind Französisch und Spanisch die typischen Fremdsprachen, aber an denen hatte ich gar kein Interesse. Als ich in der 10. Klasse war, hat ein Klassenkamerad mir mitgeteilt, ich könnte Deutsch in der Bryn Mawr Schule lernen. Bryn Mawr ist eine Privatschule für Mädchen, die sehr in der Nähe von Boys Latin ist. Ich habe mich immer für deutsche Geschichte interessiert. In der Tat war mein Spitzname damals U-Boot, weil ich alles über deutsche U-Boote wusste. Also Deutsch und Mädels, es gab kein Zögern. Meld mich dafür an, wo unterschreibe ich? Von daher habe ich in der 11. Klasse angefangen, Deutsch zu lernen und dort in der Bryn Mawr Schule habe ich 2 Personen kennengelernt, die einen großen Einfluss auf mich gemacht haben. Die erste Person war natürlich mein Deutschlehrer, Herr Dr. Robinson. Er war ohne Zweifel der beste Lehrer, den ich je hatte und seine Leidenschaft für die deutsche Sprache hat mich tief geprägt. Er ist, ich vermute, er ist noch lebendig, Amerikaner. Als junger Mann hat er in Deutschland studiert. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die er uns erzählt hat. Als er zunächst in Deutschland angekommen ist, hat er kein Wort Deutsch verstanden. Ein Freund hat ihm einen Zettel gegeben, in dem zu lesen stand:
Hallo, ich bin Amerikaner, ich spreche nicht Deutsch, könnten Sie mir bitte helfen? Sein Punkt war, damals ging es ihm da so wie uns. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und in seiner Klasse würden wir den ersten Schritt machen. Seine Art, Deutsch zu unterrichten, war sehr wirksam. Am Anfang hat er fast die ganze Zeit auf Englisch unterrichtet, aber mit der Zeit hat er nach und nach mehr auf Deutsch gesprochen. Häufig würde er einen Satz zuerst auf Deutsch sagen und dann würde er den gleichen Satz auf Englisch wiederholen. Nach 2 Jahren mit Herrn Dr. Robinson hatte ich die Grammatik meistens beherrscht. Was noch übrig blieb, war den Wortschatz zu vergrößern. Die zweite Person, die einen großen Einfluss auf mich gemacht hat, war die Französischlehrerin in der Bryn Mawr Schule, Frau Donner. Dr. Robinson und Frau Donner haben dasselbe Klassenzimmer geteilt und sie hat den Unterricht von meinem geleitet. Obwohl Frau Donner Französisch unterrichtet, könnte sie auch fließend Deutsch, weil ihre Eltern aus Deutschland stammten. Während der Zeit zwischen Unterrichten würde ich mit Frau Donner unterhalten, als sie ihre Lehrmaterialien zusammenräumte. Sie würde oft von ihrer Familie in der damaligen DDR reden. Eines Tages hatten ihr Onkel und ihre Tante eine Reisegenehmigung aus der DDR nach den USA bekommen. Sie waren Rentner. Frau Donner hat mich ihnen vorgestellt und wir 4 hatten im Klassenzimmer einen Kaffeeklatsch. Sie haben mir Leben in der DDR geschildert und als junger Amerikaner während des Kalten Krieges war ich völlig fasziniert mit ihren Geschichten. Zum Beispiel, immer wenn Frau Donner ihre Verwandte in der DDR besuchte, musste sie ihren Mietwagen um den Block parken, um unauffällig zu bleiben. Es ging um Verschwiegenheit. Also, wegen der Lehrfähigkeit von Herrn Dr. Robinson und der kulturellen Gespräche mit Frau Donner wurde ich vollkommen Deutschliebhaber. Daher habe ich mich dazu entschlossen, Deutsch als Nebenfach an der Uni zu studieren. Als ich an Virginia Tech ging, habe ich Deutsch fleißig studiert, wenigstens in den ersten und zweiten Jahren. In den dritten und vierten Jahren muss ich zugeben, dass ich faul wurde und meine Noten wurden schlechter. Kaum zu glauben, oder? 1993 habe ich meinen Bachelorabschluss gemacht und danach habe ich bis zum 2014 nicht mehr mit meinen Deutschkenntnissen gemacht, also 21 Jahre. Was ist denn passiert, dass ich meine Deutschkenntnisse wieder aufgenommen habe? Als ich in vorherigen Videos erwähnt habe, arbeite ich bei der University of South Florida. Ein Student, der für mich arbeitete, hat mir das Sprach-App Duolingo gezeigt. Und das war das Streichholz, das die deutsche Flamme in mir wieder angezündet hat. Monatelang habe ich Duolingo jeden Tag gespielt. Nach Duolingo habe ich Deutsche Welle, DW, entdeckt. DW bietet einen extensiven, kostenlosen Online-Sprachkurs. Nach DW bin ich auf den YouTube-Kanal Easy German gestoßen. Wenn jemand das Deutsch-Hörverstehen verbessern will, gibt es kein besseres Mittel als Easy German. Die zweisprachigen Untertitel in meinen Videos, diese Idee habe ich Easy German geklaut. Was sonst noch? What else? Ich höre deutsche Rockmusik zu, immer wenn ich joggen gehe. Wenn ich die Wäsche zusammenlege, schaue ich mir deutsche Filme an. Ich habe Sophie Show die letzten Tage 10-mal gesehen, das Leben der anderen 20-mal gesehen, unsere Mutter, unsere Väter wenigstens 50-mal. Meine Kinder machen sich lustig über mich. Wenn sie deutsche Rede aus dem Fernsehen lauschen, sagen sie, Papa legt die Wäsche zusammen. Jeden Tag mache ich etwas, mein Deutsch zu üben. Es ist lustig. Meine Deutschkenntnisse sind viel besser heute, als jemals während meiner Unizeit waren. Zum Schluss rede ich ein wenig darüber, warum ich diesen Kanal begonnen habe. Einerseits würde ich in einem Herzschlag nach Deutschland ziehen. Für mich wäre es traumhaft. Andererseits wäre ein Umzug nach Deutschland auch traumhaft für meine Frau und Kinder. Sie sprechen nicht Deutsch und haben keine Lust darauf, Deutsch zu lernen. In 2 Jahren geht meine älteste Tochter an die Uni. Wenn ich mir selbst gegenüber ehrlich bin, weiß ich,
dass ein Umzug nach Deutschland unpraktisch ist. Trotzdem habe ich diese starke Leidenschaft für die deutsche Sprache in mir. Ich gebe offen zu, dass ich religiös bin. Ich bin Katholik. Ich glaube, dass Gott jedem Mensch gewisse Talente und einen Lebenszweck gibt. Durch diesen Kanal versuche ich herauszufinden, zu welchem Zweck Gott mir diese Leidenschaft für Deutsch gegeben hat. Ist es nur ein Hobby oder etwas anderes? Vor 2 Jahren habe ich einen Artikel in DW über Sprach- und Integrationsmittel gelesen. Das sind Menschen in Deutschland, die Migranten helfen, mit der deutschen Sprache und Kultur klarzukommen. Eine Idee ist mir eingefallen, vielleicht könnte ich in der Zukunft ein Sprach- und Integrationsmittel für Deutsche werden. Ich meine für Deutsche, die nach den USA einwandern, als Nebenjob. Ich weiß nicht, ich sortiere meine Gedanken noch. Naja, das ist alles für Februar. Ich kehre im März mit einem neuen Video zurück. In der Zwischenzeit habe ich 2 Fragen für euch. Nummer 1, was war dein Lieblingsfach in der Schule? Und Nummer 2, hattest du einen Lehrer oder eine Lehrerin, der oder die einen großen Einfluss auf dich gemacht hat? Schreibt bitte einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Monat. Ciao. Paquita. Paquita.